Auf den sonnenverbrannten roten Felswänden des äthiopischen Hochlands weht der Wind durch die Felsspalten und trägt den Geruch trockener Erde und das dumpfe Brüllen einer zerfallenden Welt mit sich. Dort inmitten einer chaotischen Gruppe von Affen wurde ein Kind Zeuge dessen, was es niemals hätte sehen dürfen: den Tod seiner Mutter, nicht durch die Hand eines Artgenossen, sondern durch die Krallen eines Jägers. Die Rache der Affen mit Hundeköpfen. Aus dem Dschungel eines Leoparden. Das Hochland von Äthiopien ist mit einem dünnen Nebel bedeckt. Der Wind weht durch die Büsche und trägt den Geruch trockener Erde und die vereinzelten Geräusche des frühen Morgens mit sich. Eine Herde Frankoline sucht in den Blättern nach Insekten und fliegt dann auf, als der Schrei der Paviane aus der Schlucht hallt. Timo ist ein wenige Monate alter Pavian, der gerade erst gelernt hat, selbstständig zu jagen und zu klettern, als er von seinem Rudel verstoßen wird. Seine Mutter war schon lange tot, von Jägern getötet. Als Timo allein zwischen Felsen und Dornensträuchern umherirrte, traf er zufällig auf einige andere ausgestoßene Männchen. Zunächst waren sie vorsichtig, aber dann in der Kälte und dem Hunger lernten sie Früchte, Schatten und Wärme zu teilen. In der Wildnis begann eine kleine Gruppe zusammenzuleben, nicht aus Freundschaft, sondern um zu überleben. Die Monate vergingen. Niemand lehrte Timo, wie man überlebt. Aber genau das machte ihn zu etwas Besonderem. Aus einem schwachen Jungtier, das von seinem Rudel ausgestoßen worden war, wurde Timo allmählich ein hartgesottenes Individuum. Sein Körper wurde mit der Zeit muskulös, sein Blick kalt wie zerbrochener Stein. Die Angst ließ ihn nicht mehr zittern, sondern Timo beobachtete still und prägte sich alles ein. Niemand glaubte, dass Timo überleben würde. Aber inmitten des Dornenwaldes und der lauernden Raubtiere lebte er weiter. Timo lernte Fährten zu verfolgen, den Klauen seiner Feinde auszuweichen und die sichersten Verstecke für die Nacht zu finden. Einmal wurde seine ganze Herde von einer Löwin entdeckt. Ihre bernsteinfarbenen Augen verfolgten sie tagelang. Die gelbe Gestalt tauchte meist in der Abenddämmerung auf, sodass Timo und seine Freunde gezwungen waren, ihre Bewegungs- und Fressgewohnheiten zu ändern. Aber gerade diese Gefahr schulte ihre Reflexe als Krieger, die ohne Worte mit Blicken kommunizierten, ihre Handlungen still koordinierten und immer auf das Schlimmste vorbereitet waren.
In Timus Gedanken verblasste der Tod seiner Mutter nie. Es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern ein Ziel. Doch bevor er Rache nehmen kann, weiß Timu, dass er stark genug werden und eine Welt verändern muss, die von innen heraus verfault ist. Jede Wunde, jede kalte, schlaflose Nacht, jede beinahe Tötung hat Timu zu einem anderen Menschen gemacht, der hartnäckig, intelligent und gefährlich ist. Während Timu sich allmählich zu einem Krieger zwischen Felsen und Dornen entwickelt, taucht im Meer ein Wesen, auf das von seiner Klugheit und Zähigkeit lebt. In der Nähe des Tals, in dem die Affen ihr Lager aufgeschlagen haben, ertönt, als die Nacht wie ein dichter Samtvorhang hereinbricht, ein leises, unfröhliches, aber bedeutungsvolles Lachen. Es ist das charakteristische Lachen der braunen Hyänen, mysteriöse Wesen, die unter den auffälligen Wildtieren oft übersehen werden. Unter ihnen sticht Narka hervor, eine Hyäne, die lange genug gelebt hat, um 2 Generationen von Affen als Herrscher zu erleben. Narka ist nicht groß und auffällig wie die Löwen, die über die Hyänen herrschen, aber sie hat etwas, das Timu gerade erst lernt, die Geduld eines Jägers. Narka ist nicht nur ein Schatten zwischen den Felsen, sondern auch eine mutige Opportunistin an einem Ort, an dem sich andere kaum hinwagen, der salzigen Küste mit dem eisigen Wind der äthiopischen Küstenregion. Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Die Meeresoberfläche reflektierte das grelle Sonnenlicht und warf blendende Lichtflecken auf die Felsen. Große braune Seehunde liegen faul auf den Felsen, gähnen und brüllen gelegentlich um einen Platz in der Sonne. Nicht weit davon entfernt liegen junge, nur wenige Wochen alte Seehunde mit hell geflecktem Fell und schlafen unbeschwert am Wasserrand, unbeeindruckt vom Rauschen der Wellen und der salzigen Meeresbrise. Das ist der Moment, auf den Narka gewartet hat. Dann begann der Angriff schnell, präzise und entschlossen. Narka rannte über die sandigen Dünen und durch die niedrigen Dornenbüsche am Ufer, doch plötzlich blieb er stehen. Die Haare an seinem Nacken sträubten sich. Der Wind drehte und trug den Geruch eines Feindes herbei, den er nicht sehen wollte, schwarzer Wildhund. Es gab keinen Rauch, keine lange Verfolgungsjagd. Nur ein präziser Schlag und eine reichhaltige Mahlzeit für die Jungen an diesem kühlen Nachmittag.
Von den Felsen in der Ferne stand Narka still und blickte auf den Strand hinunter. Die Wasseroberfläche glitzerte silbern, als wäre nichts geschehen. Aber für ihn war diese Küstenregion zu einer neuen Erweiterung seines Territoriums geworden und niemand durfte hier herrschen, außer denen, die so geduldig und still waren wie er. Als die Schatten der Dämmerung sich über den Sand legten, betrat Narka die Höhle, wo kleine, leuchtende Augen auf ihn warteten. Die Wildhunde hatten sich zurückgezogen und Narka brachte seinen Jungen eine reichhaltige Mahlzeit zurück. Ein blutloser, aber mutiger Sieg. Während Narkas Jungen tief und fest in der Kälte der Felsen schliefen, tief in der trockenen Hochebene, geriet eine andere Gesellschaft allmählich in Unruhe. Doch Rakas Affenrudel lebte weiter, als hätte sich nichts geändert. Aber der Wind hatte sich gedreht. Niemand in der Herde wagte es, etwas zu sagen, aber der Geruch von verbranntem Gras, das Rascheln der Blätter im Wind und die immer stiller werdenden Blicke der Weibchen deuteten darauf hin, dass etwas im Gange war. Raka war zwar alt, aber immer noch ein berüchtigter Tyrann, der nichts zu spüren schien. Er saß immer noch auf dem hohen Felsblock, der seit Jahren sein unsichtbarer Thron war. Sein schwarzes Mähnenhaar war bereits von silbernen Strähnen durchzogen, aber seine Augen waren noch immer wild. Er brüllte, als ein junger Bulle einer Kuh zu nahe kam und fletschte bedrohlich die Zähne, obwohl seine Knie nicht mehr so fest waren wie früher. Für Raka beruhte seine Herrschaft nicht auf tatsächlicher Stärke, sondern auf blutigen Erinnerungen, die das ganze Rudel noch nicht vergessen hatte. Bis zu einem Morgen. Ein leises Geräusch am Rand des Territoriums ließ einige junge Männchen aufblicken. Eine Gestalt tauchte auf, die ihnen nicht ganz unbekannt war. Es war Timo. Er war nicht mehr das schwache Jungtier, das vor Jahren vertrieben worden war. Er war zurückgekommen, größer, muskulös und mit einem Blick, der so hart wie Stein war. Und er war nicht allein. Hinter ihm folgten andere Männchen, jeder von ihnen trug die Spuren eines Lebens außerhalb der Gesetze. Die Herde verstummte. Raka blickte von oben herab. Zum ersten Mal seit vielen Brutsaisons lag in seinem Blick keine Wut, sondern Überlegung.
Nachdem er Raka gestürzt hatte, stellte Timu seine Gewaltherrschaft nicht wieder her. Er teilte seinen Einfluss mit seinen Verbündeten, ließ seinen Kindern freie Wahl und führte mit Ansehen statt mit Zähnen. Die Herde trat allmählich in eine Phase der Stabilität ein und lernte zum ersten Mal etwas, das man Frieden nannte. Aber in der Natur ist Frieden nur eine dünne Hülle, die Gefahren verbirgt. Am Rand des Waldes, der an das Hochplateau grenzt, blitzten zwei goldene Augen in der Dunkelheit auf. Kein Geräusch, kein Zeichen. Es war kein Hyänenhund, kein Wildhund. Es war ein Leopardenhund, der vor Jahren Timus Mutter getötet hatte. Und er wartete. Moru, ein Name, der wie der Wind zwischen den Baumkronen raust. Die Leopardenkatze war nicht so groß wie die Männchen ihrer Art, aber flink, heimlich und grausamer als jeder andere Jäger in den Wäldern am Rande des Hochlands. Sie war nicht nur eine Jägerin, sondern auch eine Mutter. Vor 3 Wochen brachte Moru in einer windgeschützten Felsspalte ein kleines Leopardenjunges zur Welt. Die Jungen waren noch zu klein, um ihrer Mutter zu folgen. Ihre Augen waren noch trüb und hungrig. Jedes kindliche Quietschen aus der Höhle war eine Erinnerung für Moru, dass sie nicht versagen durfte. Sie durfte nicht mit leeren Händen zurückkehren. Sie durfte dem Feind keine Spuren hinterlassen. Oben bewegte sich der trockene Wald im frühen Wind. Trockene Blätter raschelten unter den Hufen einer Herde Antilopen, die sich langsam dem ausgetrockneten Bach näherte, um Salz zu lecken. In der Nähe richteten sich Mangusten auf und wechselten sich bei der Bewachung ab, während ihre Jungen nach Insekten gruben. Quietschende, kratzende und gelegentlich warnende Laute erklangen wie eine alarmierende Hintergrundmusik. Weiter entfernt auf hohen Felsvorsprüngen saßen Geier in einer Reihe und blickten auf das Gebiet, in dem Timu gerade seine Macht gefestigt hatte. Sie landeten nicht, aber sie flogen auch nicht weg, denn sie spürten deutlich, dass unter der dünnen Schicht der Ruhe noch immer Unruhe brodelte. Mitten in diesem Leben schlängelte sich Moru leise durch die niedrigen Baumkronen. Sein Körper war geschmeidig wie Wasser, das sich den Baumstämmen und dem Gelände anpasste. Er störte den Lebensrhythmus des Waldes, in den er sich einfügte, nicht. Keine einzige Spezies war hier allein und alle waren in einer unsichtbaren Kette miteinander verbunden. Wenn die Antilopen Angst hatten, verstummten die Mangusten
und die Geier wurden unruhig. Dann kam der Tod leise vorbei. Der Nachmittag neigte sich über dem äthiopischen Hochland und das letzte Licht des Tages lag wie ein dünner Schleier aus goldenem Staub über der Landschaft. Schräge Lichtstreifen fallen quer über den niedrigen Grasteppich und beleuchten jeden Baumstamm, jeden Stein und jeden noch feuchten Fußabdruck. In einer Lichtung zwischen den Baumreihen ruht sich Timus Rudel Affen in der späten Nachmittagssonne aus. Die Jungtiere liegen in der Nähe der flachen Wurzeln, einige Weibchen suchen nach Futter. In der Ferne breitet sich die Dunkelheit aus dem Westen über das Land aus. Moru lag flach auf dem Boden, sein Körper verschmolz mit dem hellbraunen Gras. Der Wind kam aus der richtigen Richtung. Er versteckte sich nicht in den Bäumen. Das war nicht nötig. Für einen Leoparden war es nicht wichtig, hoch zu klettern, wenn der Boden eben das Licht hell und die Affen unachtsam waren. Er brauchte nur die richtige Entfernung und den richtigen Moment. Aber diesmal war das, was er für eine Schwachstelle hielt, eine Falle. Timu hatte lange auf diesen Tag gewartet. Er hatte die Fährte aufgespürt und die ungewöhnliche Stille auf der Wiese gespürt. Und zum ersten Mal rannten die Affen nicht weg. In der dichten Dunkelheit des äthiopischen Hochlands, wo das Leben keine Romantik oder Selbstlosigkeit zulässt, wurde endlich eine blutige Rechnung beglichen. Und Timu, der einst nicht lebenswert war, wurde zu demjenigen, der mit seinen eigenen Wunden die Gesetze des Überlebens neu schrieb. Zebras und der lebenswichtige Wettlauf aller Lebewesen.
Inmitten der endlosen Serengeti-Steppe, wo der Wind Staub aufwirbelt und die Erde bei jedem Schritt bebt, findet eines der grandiosesten Naturschauspiele statt: die große Wanderung. Millionen von Lebewesen beginnen ihre Reise ums Überleben. Herden von Zebras Gnus, Thomson-Gnus. Antilopen und Tausende von Wildvögeln bewegen sich wie ein einziger Körper, getrieben von Hunger, Durst und dem Urinstinkt des Überlebens. Die Wanderung ist keine Reise. Sie ist eine Prüfung der körperlichen und geistigen Grenzen, jedes einzelnen Lebewesens. Eine Rennstrecke ohne Ziellinie, auf der diejenigen, die zurückfallen, schnell unter den Rädern des wilden Lebens vergessen werden. In diesem Meer von Tieren ragen die Zebras mit ihrem stolzen Gang hervor, ihre Streifen verschmelzen mit dem Sonnenlicht und dem Staub. Jeder Streifen ist ein einzigartiger genetischer Code. Kein Streifen gleicht dem anderen. Aber alle haben eines gemeinsam: Zebras sind zum Laufen geboren. Sie leben in eng organisierten Herden. Ein Leitpferd, meist ein starkes, ausgewachsenes Männchen, führt die Herde an. Die Stuten schützen die Jungtiere in der Mitte. Von den Blicken über die Gangart bis hin zu den Reflexen sind alle Tiere darauf trainiert, in einer Umgebung zu überleben, in der ein einziger Fehltritt den Tod bedeuten kann. Das gestreifte Fell dient nicht nur der Zierde. Studien haben gezeigt, dass die schwarz-weißen Streifen die Erkennung durch Fliegen erschweren und so die Übertragung von Krankheiten verhindern. Wenn sie in der Herde laufen, erschwert das schimmernde Muster den Raubtieren die Zielerfassung, ein chaotischer Synchronisationseffekt, der selbst Raubkatzen zögern lässt. Mitten auf ihrer strapaziösen Reise hält die Zebraherde auf einer spärlich bewachsenen Wiese an. Die Stuten trennen sich von der Herde und suchen einen sicheren Ort für die Geburt ihrer Fohlen. Keine Laute, keine Signale, nur Instinkt. Ein kleiner, nasser und zitternder Körper fällt zu Boden.
Die Mutter leckt eilig das Blut ab und entfernt alle Spuren, die Raubtiere anlocken könnten. Nach nur wenigen Minuten versucht das Fohlen aufzustehen. Es taumelt. Es fällt. Dann steht es fest auf den Beinen und dann rennt es los. Seiner Mutter hinterher, der Herde hinterher, dem Leben hinterher. In weniger als einer Stunde kommen Dutzende von Fohlen zur Welt, die Geburtsstrategie verwirrt die Feinde, die sich kein Ziel aussuchen können. Von der ersten Sekunde an lernen die Zebrafohlen das Wichtigste: Aufstehen und Laufen. Denn in der Wildnis kann nur das Laufen das Leben retten. Die Tage vergehen, die Zebraherde setzt ihre Reise durch die trockenen Gebiete und die nach dem Regen wiederbelebten Grasflächen fort. Die Fohlen sind nun kräftiger geworden, laufen gleichmäßig neben ihren Müttern, die Ohren gespitzt, die Augen weit geöffnet, um die große Welt zu entdecken. Sie beginnen die Gesetze des Waldes zu verstehen, dass das Leben immer mit Wachsamkeit einhergeht. Und dann an einem feuchten Morgen nach dem Regen, als die Sonne noch durch den dünnen Nebel schimmert, wird die vorübergehende Ruhe jäh unterbrochen. Von einem niedrigen Hügel aus beobachtet die Leopardenmutter die Zebraherde aus der Ferne. Ihr geflecktes Fell verschmilzt mit dem goldgelben Gras. Neben ihr sitzen ihre 3 Jungen und beobachten aufmerksam. Heute werden sie ihre erste Lektion lernen, wie man tötet, um zu überleben. Die Leopardenmutter bewegt sich lautlos wie ein Geist. Jeder Schritt ist genau kalkuliert. Ihr Ziel ist ein junges Zebra, das etwas von seiner Mutter entfernt ist und noch zögerlich läuft. Der Mutterinstinkt trifft auf den Jagdinstinkt. Beide warten auf eine Schwäche des anderen. Und dann schießt die Leopardenmutter los wie ein Pfeil. Ihre Jungen folgen ihr. Das
Das Geräusch ihrer Pfoten hallt über die Steppe, Panik breitet sich in der Herde aus. Das Fohlen rennt davon, sein Vater und seine Mutter eilen ihm zu Hilfe. Die Leopardenmutter bleibt stehen. Die Jagd ist gescheitert. Die Leopardenjungen bleiben stehen, sie sind nicht schnell und mutig genug. Die erste Lektion endet mit einer Niederlage. Aber in der Wildnis ist keine Jagd sinnlos. Die Zebrafamilie rennt weiter. Hinter ihnen sitzt die Leopardenmutter still im hohen Gras und atmet schwer. Ihre Jungen kuscheln sich an sie. Die Zebras haben keine Zeit, sich umzusehen. Sie setzen ihre Reise fort. Die Sonne steigt höher, der Wind trägt Feuchtigkeit und den Geruch der Erde nach dem Regen mit sich. Das Gras beginnt wieder zu wachsen, das Leben geht weiter. Die Gefahr lauert immer, aber wie der Fluss hält auch die Herde der Zebras niemals an. Sie ziehen weiter, bringen Junge zur Welt, beschützen sie und verlieren sie. All das ist Teil des endlosen Tanzes der Natur. Als die schwarz-weißen Streifen am Horizont verblassen, kommt eine weitere Welle heran, laut, wild und um ein Vielfaches größer. Es sind Gnu-Antilopen, Nomaden, die keine Ruhe kennen. Über 1 Million Tiere strömen auf die nach dem Regen wiederbelebten Grasflächen. Staub wirbelt unter Tausenden von Hufen auf. Sie kommen nicht nach den Zebras, sondern zusammen mit ihnen wie 2 Herzschläge der Savanne. Die Gnu leben nicht versteckt wie Zebras, sondern leben ihrem instinktiven Lärm. Sie rufen sich mit einem dumpfen Kno zu und halten so die Herde zusammen. Und inmitten dieses Lärms ertönt ein anderes Geräusch, das Pressen der Gebärenden.
Jede Minute kommen Dutzende Jungtiere zur Welt. Sie brauchen weder Schatten noch Ruhe. Mitten auf dem schlammigen Boden erscheint ein kleines Lebewesen, zitternd sich festklammernd. Es gibt keine Zeit zu zögern. Innerhalb weniger Minuten muss das Jungtier aufstehen. Zehn Minuten später muss es laufen können, denn aus der Ferne werden sie beobachtet. Von Löwen, Hyänen und sogar von afrikanischen Geier, die über ihnen kreisen. Keine Arme, keine Wiege. Nur Instinkt und Lebenswillen. Die Kälber werden mitten in der Wanderung geboren und müssen sich von der ersten Minute an entscheiden, laufen oder gefressen werden. Viele Stunden sind seit seiner Geburt vergangen. Das kleine Antilopenkalb steht nun fest auf den Beinen und kann kurze Strecken neben seiner Mutter laufen. Seine Bewegungen sind noch unbeholfen, aber sein Blick ist nicht mehr so verwirrt. Jeder Schritt bringt es dem Leben näher, aber auch näher an die Fänge der Raubtiere. Am Rand der Herde beobachtet eine gefleckte Hyäne. Sie ist der Herde den ganzen Nachmittag gefolgt, ohne Eile, nur still wartend. Ihre Augen sind scharfsichtig, sie mustert jedes einzelne Tier, wählt aus, analysiert, schließt aus. Und dann bleibt sie stehen. Bei einem Jungtier. Sie stürzt sich auf es und zerreißt die Stille. Das Jungtier gerät in Panik und rennt davon. Die Mutter springt dazwischen, die erwachsenen Tiere versammeln sich und drängen den Jäger zurück. Die Hyäne bleibt stehen, ihr Blick ist grimmig. Die Mahlzeit ist wieder einmal vertan. Auf der Steppe gibt es keinen Unterschlupf. Tagsüber lauern Raubtiere und Hyänen. Nachts brüllen Löwen in der Dunkelheit. Aber die Antilopenschar bleibt nicht stehen. Sie bewegt sich wie ein lebender Strom, Tag und Nacht ohne Pause. Die Jungtiere drängen sich in der Mitte der Herde, werden beschützt müssen, aber auch mit dem Tempo mithalten. Jeden Tag laufen sie Dutzende von Kilometern über Wiesen, durch schlammige Flüsse an Stellen, an denen noch die Blutspuren der Unglücklicheren zu sehen sind. Sie werden größer. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Denn an diesem Ort sind sie geboren, um zu laufen.
Und Laufen bedeutet zu leben. Und nur diejenigen, die im richtigen Moment richtig laufen können, bis zur nächsten Regenzeit überleben. Wenn Herden von Gnus inmitten einer staubigen Wolke über die Steppe ziehen, ragt eine schwarze Gestalt wie eine lebende Fahnenstange empor. Das ist der afrikanische Strauß, der schnellste Vogel der Welt. Da sie weder fliegen können, noch Krallen oder Zähne haben, überleben Strauße dank ihrer Schnelligkeit und Wachsamkeit. Mit ihren langen, kräftigen Beinen erreichen sie in wenigen Sekunden eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Das Besondere an Straußen ist jedoch nicht nur ihre Kraft, sondern auch ihre einzigartige Strategie, ihre Jungen in einer von Feinden umgebenen Umgebung aufzuziehen. Ein Weibchen brütet zusammen mit einigen anderen auf einer freien Fläche. In der Welt der Strauße werden die Eier mehrerer Weibchen in einem großen Nest gesammelt, um sie besser schützen zu können. Die männlichen Strauße, groß und aggressiv, übernehmen die Nachtwache und suchen mit ihren großen, Ping-Pong-Ball-großen Augen ununterbrochen die Dunkelheit ab. Wenn die Eierschlüpfen kommen, die kleinen Strauße mit Flaumfedern, langen Beinen und einem angeborenen Fluchtinstinkt zur Welt. Sie haben keine Zeit zum Lernen, nur Zeit für Reflexe. Aber selbst dann gibt es noch Feinde, die ihnen auflauern. Ein einzelner Hyänenhund nähert sich leise dem Nest. Die Jungtiere werden unruhig. Die Mutter stürzt sich auf ihn, breitet ihre Flügel aus und erzeugt eine riesige Illusion. Der Rammler springt vor und versetzt ihm einen heftigen Tritt. Der Hyänenhund bleibt stehen, nicht aus Angst, sondern weil er weiß, ein Tritt des Rammler könnte ihm den Schädel zertrümmern. Der Hyänenhund zieht sich zurück. Die Straußenküken sind in Sicherheit, aber ihr Leben ist weiterhin eine Abfolge von Lauerstellungen und Fluchtversuchen. Mitten in der Steppe, wo jedes Lebewesen wie Beute aussieht, selbst die größten Tiere. Hier lebt die Przewalski-Wildpferde, die letzte noch existierende Wildpferdeart und kämpft jeden Tag ums Überleben. Im Gegensatz zu Hauspferden sind sie kleiner, haben ein dickes Fell, eine Mähne und ein wildes Wesen. Sie sind die ursprünglichsten Nachkommen der Gattung Equus, Lebewesen, die sich noch nie der Domestizierung unterworfen haben. Diese Pferde haben sich an das raue Klima der zentralasiatischen Steppe angepasst, wo die Temperaturen zwischen 40 Zehnselistern im Winter und 40 Klingseds im Sommer schwanken können. Sie leben in kleinen Herden mit einer klaren sozialen Struktur, ein Leitmännchen, mehrere Stuten und Fohlen. Przewalski-Pferde sind ständig auf der Suche nach Nahrung, hauptsächlich Gras und Sträuchern.
Sie sind sehr widerstandsfähig gegenüber Wassermangel, reagieren jedoch sehr empfindlich auf das Eindringen von Menschen. Aufgrund ihres wilden Charakters lassen sie sich nicht domestizieren und sind stets wachsam gegenüber jeder Gefahr. Mit ihrer Ausdauer, ihren schnellen Reflexen und ihrer hohen Belastbarkeit ist das Laufen der Schlüssel zum Überleben dieser alten Pferderasse in einer windigen und von Wölfen heimgesuchten Gegend. Inmitten der weiten Steppen der Mongolei, wo der Wind heult und das Gras unter den Hufen der Pferde niedergedrückt wird, nehmen auch Menschen an einem Wettrennen auf Leben und Tod teil, dem Mongol Derby, dem längsten Pferderennen der Welt, das sich über mehr als 1000 Kilometer erstreckt. Inspiriert vom Kurierdienst unter Dschingis Khan müssen die Reiter mit nur einer Karte und einem modernen Kompass selbstständig durch tiefe Flüsse, felsige Berge und trockene Wüsten navigieren. Es gibt keine Pfade, keine Wegweiser, nur die Kraft der Pferde, den Willen der Menschen und die Hartnäckigkeit im Kampf gegen die Natur. Nach jeder Etappe wechseln sie die Pferde und reiten auf kleinen, aber ausdauernden mongolischen Wildpferden. Bei diesem Rennen geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Verbindung zwischen Mensch und Tier, zwei Lebewesen, die zum Laufen geboren sind. Auf der anderen Seite der Welt, auf den windigen Ebenen Nordamerikas, galoppieren die Mustang-Pferde, Symbol der Freiheit des wilden Westens, noch immer durch Wüsten, Schluchten und endlose Prärien. Mustangs sind keine ursprüngliche Wildpferderasse wie Przewalski-Pferde, sondern Nachkommen von domestizierten Pferden, die ausgesetzt wurden oder während der spanischen Kolonialzeit entflohen sind. Im Laufe der Zeit haben sie sich jedoch angepasst und sind wilder und widerstandsfähiger geworden als ihre Vorfahren. Mustangs leben in Herden mit einer strengen sozialen Struktur, in der ein Leitpferd die Stuten und Fohlen beschützt. Sie laufen täglich Dutzende Kilometer, um Wasser zu finden und Menschen auszuweichen. Mit ihrem niedrigen Körperbau, ihrem kräftigen Körper und ihren schnellen Beinen gelten sie als eine der ausdauerndsten Pferderassen der Welt. Dort gibt es keine Ställe oder Zügel, nur Windstaub und das Geräusch wilder Hufe. Und wenn die Mustangs über die Prärie galoppieren, ist das nicht nur eine Fortbewegungsart, sondern ein Bekenntnis zur Freiheit und zum Überlebensinstinkt, geboren um zu laufen, niemals anzuhalten. Auf dem trockenen südlichen Kontinent, wo sich Eukalyptuswälder ausdehnen und roter Staub den Horizont bedeckt, lebt eine weitere Wildpferderasse im Rhythmus der Natur, das Brumby-Pferd, ein Symbol für die ungebrochene Freiheit Australiens. Brumby sind die Nachkommen von Hauspferden, die in der Kolonialzeit verloren gingen. Über Jahrhunderte hinweg ohne Reiter und ohne Zügel wurden sie zu echten Wildtieren, ausdauernd wachsam und ganz ihrem Instinkt folgend.
Sie galoppieren durch den Dschungel über Hänge und durch die Wüste, ungebunden und ohne Grenzen. Aber inmitten dieser Freiheit finden auch die brutalsten Kämpfe statt. Der älteste biologische Kampf aller Arten, der Kampf um die Fortpflanzung. Wenn die Paarungszeit kommt, hallt die einsame Landschaft plötzlich von lautem Wiehern wieder. Zwei Hengste stehen sich auf dem roten Boden gegenüber. Der Kampf endet, wenn einer zu Boden fällt und in den Sand flüchtet. Kein Wiehern. Die Stille des Stärkeren ist die deutlichste Aussage in dieser Steppe. In der Welt der Brumbies gibt es keine zärtliche Liebe. Es gibt nur Instinkt, Grausamkeit und blutige Hufabdrücke im Staub, wo Freiheit gleichbedeutend mit Stärke ist. Von den glühend heißen Steppen Afrikas bis zu den kalten Winden der Mongolei, vom wilden Westen Nordamerikas bis zu den trockenen Buschwäldern Australiens, Wildpferde galoppieren unermüdlich durch die Zeit, überwinden Gefahren umgeben von einer rauen Natur und immer auf der Hut vor Raubtieren. Ob Zebra Przewalski Mustang oder Brumby, alle teilen eine ursprüngliche Mission. Sie wurden geboren, um zu rennen, um zu fliehen, zu kämpfen, zu lieben, zu überleben. Niemand hat ihnen das Kämpfen beigebracht. Es gibt keine Lektionen außer dem rasenden Herzschlag, wenn sie dem Tod ins Auge sehen. Sie leben nicht, um beschützt zu werden. Sie leben, um zu überleben. Und jeder Galopp durch den Staub ist eine unvergängliche Botschaft. Freiheit ist nichts für Schwache. Nur die Hufe der Pferde, die unermüdlich laufen, sind stark genug, um der Vergessenheit der Natur zu entkommen.